Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein. Ja, heute bin ich endlich wieder draußen. Es ist ein neues Jahr, ein neues Glück. Ich war lange nicht draußen. Oder war schon, aber habe nie die Kamera dabei gehabt. Heute ein neues Projekt mit viel Wind. Ich hoffe, dass man das nicht so sehr hört. Ich habe eine tolle neue Kamera zum Geburtstag bekommen. Eine kleine GoPro. Und die kommt heute zum ersten Mal zum Einsatz. Und ich bin sehr gespannt, wie die Aufnahmen werden. Ich freue mich drüber. Ich hoffe, das ist cool. Sehe ich dann alles erst zu Hause. Mal sehen. Ja, die Jula vom Rabenstein ist heute auch dabei. Die läuft da gerade rum. Von diesem wunderschönen Windows Desktop Wallpaper. Und heute ist auch der Pete dabei. Denn wir machen das Ganze zu zweit. Das Ding ist, ich wollte erst in den Wald, aber ja, ein Zweierprojekt ist auch mal schön und deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen in den Garten vom Pete. Und der ist sehr waldnah, das ist sehr cool, da habe ich auch eine Ecke, die sehr waldig ist. Da werde ich heute Nacht mein Lager aufschlagen und auch übernachten. Und wir haben so ein paar kleine Projekte uns überlegt, was wir heute noch im Laufe des Tages machen. Ja, ich würde sagen, seid gespannt, was da noch so kommt und geht los! Ja, einziger Nachteil heute ist, dass es in der Nähe der Autobahn ist. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund so ein leichtes Rauschen hören. Nicht wundern, es sind keine bösen Füchse, die mich fressen wollen. Nein, es sind viele LKWs, die heute rumfahren. Da sieht man auch schon, was bei Paracord passiert, wenn man das eine Weile verwendet. Dann dröseln sich man die Enden auf, stehen so lange Sachen und dann muss man die quasi ein bisschen mit dem Feuerzeug abbrennen und sollte aufpassen, dass nicht das brennende Plastik auf die Haut kommt, sonst kriegt man hessische Brandblasen. Ah, brauchst du nicht so lange filmen. Mach dann. Au! Ich bin auch dumm. Alter! Ja, ziemlich lang. Das könnte halten. Fertig gespannt erstmal. Ist nicht perfekt geworden. In der Mitte ist noch ein Baum im Weg. Aber das klappt schon. Hier unten drunter der altbekannte Biwaksack. Innen drin der Schlafsack, Thermomatte. Unten drunter Nässeschutzfolie wieder. Und oben drüber das Tarp. Ich denke, so sollte es funktionieren. Das wird mein Nachtlager. Kommt wieder der gute Anzünder zum Einsatz. Ist immer noch gut. Sieht gut aus, die Funken waren schon nicht schlecht. Gar nicht so einfach. Du musst den Stabort nicht festhalten. Ja. Aber die ersten Versuche von Piet waren erfolgreich. Ich habe Feuer gemacht! Das erste Feuerstahlfeuer. Das fühlt sich doch gut an, oder Piet? Sag mal, wie du dich fühlst. Raucht ganz schön. Perfekt. Aber schön, dass es geklappt hat, ja. Ja, richtig geil. Wir machen uns jetzt hier ein schönes Feuer. Dann wird später ein Eintopf gekocht.
Richtig nice. So, wie ihr sehen könnt, haben wir ein spitzenmäßiges Feuer. Oh shit. Okay, eine Gurke kann es haben. Das Fleisch ist dran, braten, Knoblauch. Stimmt, das müssen wir vormachen. Sonst schmeckt das nicht. Dann hänge ich jetzt das Ding drüber und brate das Fleisch. So. Jetzt schälst du weiter, Möhren. Mach mal Zwiebeln. Ich muss dir eine Zwiebel schälen. Doch, wir brauchen Zwiebeln. Also dann habe ich gedacht, dass du dich da noch kümmerst. Nee. Ich brate jetzt die Krakauer an. Ja, auch das in der Zwiebel, ne? Nee, hier sind mehrere drin. Ach, hier sind Äpfel. Haha. Okay. Das ist die Zwiebel. Ja. Ja, wir hatten gerade einen Disput, ob man nicht Kartoffeln, okay, Möhren auch, ob man nicht Kartoffeln ohne Schale, also ob man die schälen muss oder nicht. Ich bin dafür, dass man die nicht schälen muss, wenn es Bio ist, weil dann sind sie wahrscheinlich eh nicht so behandelt und dann ist es okay. Dann wäscht man die einmal und dann haut man die rein. Piet mal ein, man muss die immer schälen. Stimmt mal ab oder sagt mal, was dieser dazu denkt. Das würde uns interessieren. Ja, und wie ihr sehen könnt, bei uns gibt es heute schönen Eintopf. Wir machen einen Möhren, Kartoffel, Krakauer Eintopf. Das heißt, wir braten erst schön die Wurst an mit Zwiebel, ein bisschen Knobi. Dann speisen wir Wasser rein, bis es kocht. Kommt Brühe rein, ein bisschen Würze und dann Kartoffeln und Möhren. Und dann wird das Ganze schön über dem Feuer gekocht. Und dazu hier einen schönen Topf über dem Feuer mit einem Dreibein. Absolut luxuriös. Und jetzt werden wir mal gucken, wie das Anbraten in diesem Dreibein funktioniert. Ja. Aber wir haben heute leider keinen Vollmond. Das stimmt wohl. Oh krass, das putzelt schön. Oh, das ist immer ziemlich warm. Ja. Oh, das riecht geil. Mmh. Und Klößchen auch schon mit rein oder zum Schluss dann zum Würzen? Ich würde schnell mit reinmachen, schnell mal noch ein. Also ich würde jetzt sagen, wir müssen noch Wasser rein nachkippen, weil ich fange jetzt an, Gemüse auch rein zu tun. Da brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Wasser. Nee, mach mal einfach jetzt Wasser rein. Bitte. Oh, ist warm. Also ihr könnt das gerade nicht riechen, aber hier riecht es vorzüglich. Das ist wirklich eine ganz feine Sache, so ein schöner Eintopf. Ja, das sieht gut aus. Denkst du, reicht schon? Nee, mehr. Wir holen ja jetzt, haben jetzt noch einen Haufen Kartoffeln. Ich würde noch ein bisschen mehr. Ein paar Fettaugen haben wir schon. Ja, das ist gut. Das ist die schöne Wurst. Das sieht gut aus. Da würzen wir jetzt noch schön. Ja, die Wurst sieht gut aus. Ja. Geht ein bisschen durch, aber Das ist gut. Würzen wir da noch schön und dann ist es gut. Lass uns ein bisschen eindicken. Und ich vermute, wir müssen es jetzt eine ganze Weile kochen lassen. Das ist übrigens ein ziemlich großes Stück Knoblauch. Ich sehe gerade, das habe ich ein bisschen zu groß gelassen. Aber das ist alles Geschmacksträger, das lassen wir genau so, wie es ist. Weil selbst Knoblauch so pur schmeckt gut gekocht. Machst du gut. Besser als nicht. Wie sind deine Füße eigentlich? Also Gut. Ich gerade, dass bei mir kalt ist. Angenehm. Bei dir ist kalt? Ja. Wir müssen noch gleich wieder ins Feuer. Soll wieder reinhalten. Also es wird schon kalt, ne? Also ich denke so um die 0 werden es gerade sein. Das ist schon echt kühl. Man sieht doch unseren Hauch. Fetzt schon. Hol ich schon das Bett. Also ein bisschen im Baumpilz gewachsen hier. Aber das geht trotzdem noch. Müssen wir aber tauschen. Es sei denn, du willst das, mir ist es egal. Gutes Stülpnerbräu gibt es hier und Freiberger. Freiberg. So, dann. Bisschen. Warte. Ordentlich. Kluck.
Schön in der Prost. GoPro. Prost. Ja, oh, guck's dir an. Jetzt wird's ordentlich. Lass mal die Flamme einfach so. So geholfen essen, haben sie gesagt. Das riecht gut. Die Wurst riecht übelst gut. Ja, Wie viele hast du jetzt? Willst du machen? ein Teelöffel, geholfen Teelöffel für 250. Ja, anderthalb habe ich drin. Ich habe jetzt einen geholfenen Esslöffel drin. Wir sind Teelöffel. Kann man nicht direkt umrechnen. 2 würde ich eher sagen. 2 Teelöffel sind ein Esslöffel, oder? Würde ich jetzt vermuten. Wir bräuchten 6 Teelöffel. Ach, mehr ist doch nicht schlimm. Also Mach mal, drei, ja. genau, Das wird halt mach mal relativ schnell 3 salzig. große rein. Der Geschmack geht ja auch ein bisschen wieder flöten, wenn du es eine Weile einkochst. Zieht in die Kartoffel rein und die Möhren. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Und dann mehr brauchen wir nicht. Oh, das riecht super. Das riecht übelst geil. Das riecht wie auf dem Weihnachtsmarkt oder so. So, die Jula von Rabenstein kriegt natürlich auch was Schönes zu essen. Die merkt schon, die spürt schon, dass es wahrscheinlich für sie ist. Es ist Zeit. Gib ihr Fressen. Es ist Zeit. Heute gibt es Hähnchenherzen und ein paar Haferflocken. Quasi auch ein Survival Food für den Hund. Dann haben wir hier so halbe Hähnchenherzen. Aha. So, mehr. Schön. Dann da oben drauf kommt, also ein bisschen Wasser würde ich immer dazugeben. Und ein paar Haferflocken. Da fehlen jetzt zwar die Vitamine, aber die muss man ja auch nicht immer haben. Heute geht's mal ohne. So. Kleine Feine, bleib. Nein. Bleib. Bleib. So, bitteschön. Das scheint zu schmecken. Wie scharf ist denn? Kannst du schreien. Geht das mit den Händen? Ja. Mit Handschuhen, ne? Das ist wirklich schweineheiß. Oh, ich glaube, ich muss den anderen Handschuhe noch anziehen. Glaube ich. Wie willst du? So reicht. Super. Nam Nam. So, na dann, guten Appetit. Bon Appetit. Mhm. Mhm. So, ihr Lieben, bei uns ist es jetzt ziemlich spät geworden, 12:30. Es ist auch sehr kalt. Ich glaube, es sind Minusgrade, -1, -2. Ich habe mich jetzt ins Bett begeben. Die Autobahn ist leider immer noch sehr laut. Aber ich werde sehen, wie es mir gefällt und ob es gut klappt. Ich hoffe doch. Ja, wieder mein Schlafgemach hier. Jetzt noch die Füße sauber machen. Die Schuhe sind nämlich komplett schmutzig. Dann schön abstellen neben mir und dann ja, kriege ich in meinen Sack. Na dann, Schlaftüren. Jetzt liege ich in meinem Biwaksack, schön eingemauert. Diesmal habe ich einfach alles angelassen, bis auf meine Jacke. Die habe ich jetzt ins Fußende getan. Und werde mal so rum versuchen, sodass ich hoffentlich schön warm liege und dass die Beine halt und die Füße schön warm sind. Hoffen wir das Beste. Als dann, schlaft schön, gute Nacht. So, guten Morgen, liebe Freunde. Es ist jetzt kurz nach 5. Es ist 1 Grad, also bedeutend wärmer als gestern Abend. Und ich habe entdeckt, dass es in einer Stunde
6 richtig anfangen soll zu regnen. Und wir haben gestern schon den ganzen Tag ganz schön Probleme gehabt mit der Nässe. Also es war sehr nass hier. Ich glaube, wenn es dann richtig nochmal regnet, also quasi so in einer Dreiviertelstunde, dann ist hier Land unter und das macht keinen Spaß. Ich glaube, ich werde jetzt aufstehen. Da werde ich mal den Piet wecken, der wird sich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, packen wir diese Sachen und machen langsam heimwärts. Ich habe auf jeden Fall schon bedeutend besser geschlafen. Ich würde sagen, ich quäle mich hier mal raus und dann werde ich kurz mal ein bisschen was dazu erzählen. Also ich würde sagen, für mich war das ganze Experiment diesmal ein großer Erfolg. Ich habe bedeutend besser geschlafen als letztes Mal. Wir sind so 12:30 rum ins Bett, glaube ich. Dann geschlafen bis kurz nach 2. Ja, da habe ich immer mal so eine Stunde oder 2 Stunden noch geschlafen. Und jetzt wie gesagt so kurz nach 5 und ich fühle mich eigentlich schon erholt. Das Einzige, was echt krass war, war die Autobahn. Also ja, das ist ganz schön unangenehm, dass es so laut ist die ganze Zeit. Aber ist halt jetzt hier so. War ein cooles Experiment. Also gerade das mit der Feuchtigkeit war jetzt spannend und nochmal schön Kälte und für mich selber bleibt aber, das war eine schöne Nacht, also eine gute Nacht. Und ich denke, das kann ich wieder machen. Ach ja, wichtigste Sache, wie ich meine Füße warm gehalten habe diesmal war, ich habe einfach meinen Pullover, den ich vorher, also meine Jacke, meine Fließjacke, die ich drüber hatte, die habe ich so wie sie war, unten um meine Füße geschlungen, habe die ganz unten in den Schlafsack reingestopft, die stinkt eh nach Rauch und nach Feuer. Dann habe ich jetzt super warme Füße, also wirklich richtig gut. Und ja, das war geil. Würde ich sagen, gehen wir mal den Piet wecken. Ja, jetzt fängt es leider schon an zu pieseln. Also 5 Minuten später. So, mal gucken. Guten Morgen, Jula. Oh. Na, Piet, bist du schon wach? Hat ja irgendwann meine Fünftel angemacht. Ja, du bist geil. Morgen, Jula. Fein geschlafen. Kleines Mädchen. Morgen, Piet. Moin. Wie hast du geschlafen? Ging so. Wieso? War ja relativ, also war ziemlich müde, aber hab dann trotzdem gebraucht zum Einschlafen. Mhm. Glaub ich dir. Hier war es mit der Nässe hier drin? Ja, das ging dann. Also im Schlafsack war es noch nicht mehr kalt. Bei mir war es auch sehr gut. Also ich habe diese warme Füße gehabt, meine Jacke ans Fußende getan und habe immer so 2 Stunden, eine Stunde, noch eine Stunde geschlafen. Also so gerade zwischen lange wach und so, aber war ganz okay. Ich weiß nicht ganz, ob man es hört, aber die Vögel zwitschern. Super schön. Was für ein schöner Morgen. Also wirklich wunderschön. Ich freue mich sehr. Es war ein cooles Experiment und hat großen Spaß gemacht. Das mache ich vielleicht mal wieder. Ansonsten auf meinem Kanal soll es weitergehen. Ich mache auch gerne jetzt wieder andere Videos. Die Kamera, die neue, ich bin übelst gespannt auf die Aufnahmen. Aber ich glaube, das mit der GoPro, das ist eine geile Sache. Nochmal vielen Dank für alle, die mir das zum Geburtstag geschenkt haben. Vielen Dank. Ja, liebe Leute, lasst es euch gut gehen. Genießt euren Tag. Hoffentlich müsstet ihr nicht draußen schlafen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Robert von Rabenstein.